Eins ist mehr als bewiesen. Übungen zur Kräftigung der Wirbelsäule sind effektiv gegen Schmerzen, verbessern die Beweglichkeit und verbessern auch die Lebensqualität. In diesem Video zeige ich dir eine einfache Übungsroutine zum Mitmachen für zu Hause ohne Hilfsmittel, womit du die gesamte Muskulatur von dem Rücken und Bauch kräftigst und dadurch positiv auf Schmerzen an der Wirbelsäule wirken kannst. Du solltest dich auf den Rücken legen, die Hände neben den Körper, Handfläche nach unten, deine Knie sind gebeugt und als erstes versuchst du mit dem Becken so weit wie du kannst nach oben zu kommen. Achte darauf, dass deine Beine nicht auseinandergehen und geh dann langsam wieder nach unten. Noch einmal das Gesäß anspannen, komplett nach oben kommen, so weit wie du kannst, bis du in eine Linie bist von Knie, Hüfte und Schulterbrücke. Langsam wieder runtergehen und noch einmal hochkommen, bis nach oben hin. Nicht überstrecken, Gesäß bewusst anspannen, die Knie sollen nicht auseinanderkommen und noch einmal langsam runter. Noch einmal hochkommen, am besten mit der Ausatmung, Gesäß bewusst anspannen, Oberschenkel hinten bewusst anspannen, deine Rückenmuskulatur anspannen, bis du oben bist und dann langsam wieder runterkommen. Und noch einmal Gesäß anspannen, die Knie nicht nach außen bewegen lassen, Bauch anspannen, Rücken anspannen, kurz oben bleiben in einer Linie und dann langsam wieder runterkommen. Als nächstes bleibst du jetzt auf dem Rücken, bringst dann deine Hände nach oben Richtung Decke, Handfläche nach unten, deine Beine jetzt in 90 Grad, Hüfte und auch Knie in 90 Grad. Und jetzt streckst du abwechselnd das rechte Bein und das linke Arm nach unten und wieder zurückkommen, bleib in den 90 Grad und dann das linke Bein strecken und das rechte Arm nach oben bewegen. Komm wieder hoch und das gleiche nochmal auf die andere Seite. Geh nur so weit, wie du keine Beschwerden hast. Versuche aber ganz bewusst deine Hand nach unten zu bewegen, Richtung Boden hin und dein Bein zu strecken. Und dann wieder abwechselnd. Rechtes Bein, linker Arm und nochmal linkes Bein nach unten strecken und der rechte Arm strecken. Und noch einmal nach oben hin und wieder zurück und die andere Seite. Und noch einmal links hoch, rechts unten und noch in die andere Richtung. Und nur noch einmal rechte Bein, linkes Arm, beide in einer Ebene und linkes Bein, rechter Arm, hoch und wieder zurück. Wenn du Schmerzen dabei hast, kannst du auch abwechselnd nur die Arme bewegen oder halt nur die Beine bewegen. Erstmal ein Bein oder das andere. Und als nächstes sollst du jetzt auf den Bauch legen. Den Oberkörper komplett ablegen, die Hände nach vorne gestreckt. Und jetzt versucht man, den Oberkörper von der Liegefläche hochheben. Die Hände kommen nach oben und auch den Oberkörper. Langsam wieder ablegen und noch einmal komplett nach oben und wieder runter. Die Füße sind aufgestellt und wenn du den Rumpf hochhebst, achte darauf, dass du auch die Gesäßmuskulatur mit anspannst. Langsam wieder locker lassen und dann wieder hoch. Je gestreckter deine Arme sind, desto schwieriger ist die Übung. Wenn du die Arme unten lässt, 90 Grad, dann ist die Übung leichter. Wenn es dir trotzdem zu schwer fällt, kannst du auch deine Hände nach unten bringen und dann nur mit dem Rumpfstrecker arbeiten. Und jetzt die seitliche Bauchmuskulatur. Du legst dich jetzt auf die Seite hin, deine Knie sind gebeugt in 90 Grad und deine Schulter und deine Ellenbogen ist direkt unter die Schulter. Die obere Seite legst du jetzt auf die Oberschenkel ab und versuchst in dieser Haltung den Rumpf vom Boden hochzuheben. Lass langsam wieder locker und komm noch einmal nach oben. Bleib ein paar Sekunden oben und geh dann langsam wieder runter. Komm so weit wie du kannst nach oben und lass es dann langsam wieder runter.
noch einmal komplett hoch und dann wieder runter und noch einmal. Und du bleibst in einer Ebene, was jetzt das Knie, Rumpf und Schulter ist. Geh nach deinem Tempo so weit wie du kannst nach oben und dann auch langsam wieder runterkommen. Und noch ein letztes Mal nach oben und dann wieder runter und dann die Seite wechseln. Noch einmal, Knie gebeugt, Knie, Rumpf, Schulter auf einer Ebene und hier auch Rumpf vom Boden hoch und langsam wieder runtergehen. Guck geradeaus nach vorne, damit entlastest du auch deine Halswirbelsäule und komm dann so weit wie du kannst nach oben und wieder runter. Mit den angebeugten Knie fokussierst du die Bewegung tatsächlich auf dem Rumpf und hast weniger Einfluss von den Unterextremitäten. Und noch einmal bis nach oben hin, bewusst die Bauch- und Rückenmuskulatur aktivieren und noch einmal nach oben und wieder zurück. Und noch einmal, so weit wie du kannst, hoch und wieder runter. Mach die Bewegung langsam, vorsichtig, aber auch bewusst. Achte darauf auf die Ausführung. Komplett nach oben und wieder runter. Komplett nach oben und wieder runter. Und das letzte Mal komplett hoch und dann wieder runter. Genauso wie bei den Beweglichkeitsübungen, die Füße sind aufgestellt, deine Hände sind direkt unter die Schulter, deine Knie sind unter der Hüfte und jetzt auch Abwechsel. Einmal rechtes Arm strecken und linke Arm strecken, ganz bewusst, so weit wie du kannst, ganz weit und dann in die Beugung reingehen. Ganz weit, so weit wie du kannst und in die Beugung reingehen und noch einmal komplett in die Beugung rein und zurück. Und noch einmal komplett in die Beugung und weg. Versuche mal auch mit den Augen deiner Hand zu folgen. Beugen und strecken und dann die Seite wechseln. Linken Arm, rechtes Bein, strecken nach vorne, Knie durchgestreckt, Gesäß angespannt und beugen und strecken. Ellenbogen zu Knie. Und weit nach vorne. Ellenbogen zu Knie und weit nach vorne. Und noch einmal. Und beugen. Und strecken. Und beugen. Und strecken. Und noch einmal. Beugen. Und strecken. Und beugen. Und strecken. Es ist anstrengend, ne? Und weit nach vorne und wieder zurück. Füße sind aufgestellt und du versuchst jetzt in dieser Haltung nur die Knie von dem Boden hochheben, Bauch bewusst anspannen und dann langsam wieder runterlassen. Und noch einmal Knie anspannen, nur minimal, sodass deine Handfläche da durchgeht. Unseren Bauch wirst du jetzt gut spüren und wieder runterlassen. Und noch einmal. Füße aufgestellt, Knie leicht hochheben, oben halten und langsam wieder runterlassen. Noch einmal hoch, auf die Atmung achten. Dein Bauchmuskel spürst du jetzt schon ordentlich und dann wieder runter. Noch einmal hochkommen, nur so leicht, Füße aufgestellt und dann wieder runter. Und noch einmal anbeugen, Knie hochheben. Leicht von dem Boden, Füße aufgestellt und langsam wieder runter. Und dann auch das letzte Mal. Hochkommen, Bauch anspannen, tief ein, tief aus und die Knie wieder runterlassen. Die letzte Übung ist ebenfalls eine Übung für die Bauchmuskulatur. Dafür solltest du dich aufrecht hinsetzen, deine Knie sind gebeugt und du versuchst so weit wie möglich deine Wirbelsäule gerade zu halten. Deine Hände können entweder nach vorne ausgestreckt sein oder über Kreuz über den Rumpf. Und in dieser Haltung gehst du jetzt mit geradem Rücken nach hinten, so weit wie du kannst,
und dann wieder aufrecht. Den geraden Rücken ist nur dafür da, dass du den Fokus von dieser Übung auf die Bauchmuskulatur legst. Achte darauf, dass deine Knie nicht nach außen fallen und dann wieder zurück. Hochwahrscheinlich wirst du deine Bauchmuskulatur wegen die vorherige Übung schon ordentlich merken. Du gehst so weit wie du kannst nach unten und dann wieder zurück. Und wenn dein Bauchmuskel anfängt zu zittern, dann kannst du dir sicher sein, dass du alles richtig machst. Wieder nach vorne und zurück. Und am besten einatmen vorwärts, ausatmen zurück. Einatmen vorwärts, ausatmen zurück. Schulter weg vom Ohr und noch einmal nach vorne und zurück. So weit wie du kannst. Nach hinten und wieder nach vorne. Schon nicht ganz so einfach, oder? Schreib mir unten in den Kommentaren, wie es dir dabei ging bei dieser Übungsroutine. Es ist schon anspruchsvoll, aber definitiv machbar. Probier sie aus und sag mir, wie ging es dir? Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und für Rückenschmerzen solltest du ebenfalls deine Beweglichkeit trainieren. Dafür kannst du dir dieses Video anschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!